Ist Hypnose wirksam? Ja. Kann Hypnose alles? Nein. Du interessierst dich für Hypnose? Das freut mich. Hypnose ist eine unfassbar wirksame Methode und achtsam und professionell angewandt kann sie auch Großes bewirken. Doch man muss auch die Grenzen der Hypnose kennen und darüber kläre ich dich in diesem Video auf. Mein Name ist Gabriel Palacios, ich bin Hypnose-Therapie-Experte. Ich habe bereits über 2000 Hypnose-Therapeutinnen, Therapeuten und Coaches ausgebildet, rein in der Hypnose. Dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass Leute, die dann praktizieren mit der Hypnose, immer wieder an dieselben Fragen geraten. Fragen wie, kann man mit Hypnose die Sehschärfe beeinflussen? Kann man mit Hypnose beeinflussen, wie allergisch der Körper reagiert auf gewisse Reize? Nein. Bitte bedenke, Hypnose ist eine Methode, die mit deinem Unbewussten arbeiten möchte. Das bedeutet, mit den kreativeren und emotionaleren Teilen deines Geistes. Etwas fernab von dem rationalen Denken. Bedeutet, in hypnotischer Trance bist du nicht weg, du bist nicht irgendwie ausgenockt oder so, sondern du bist da, du kannst alles hören wie zuvor. Deine Vernunft ist auch nicht einfach ausgeschaltet, aber sie steht nicht mehr so sehr im Vordergrund. Vielmehr stehen deine Emotionen und auch deine kreativen Kapazitäten im Vordergrund. Dabei ist ganz wichtig zu unterscheiden, wenn du mit Hypnose arbeitest, geht es um die kognitive, also die geistige Arbeit. Wenn es um gewebliche Dinge geht, um rein organische Dinge geht, dann ist Hypnose nicht die Methode. Wenn es um gewebliche oder organische Dinge geht, wie zum Beispiel, dass zwischen zwei Knochen kein Knorpel mehr herrscht, man kann diesen Knorpel nicht wiederherstellen mit Hypnose. Man kann nicht Asthma mit Hypnose wegmachen. Man kann nicht die menschliche Sehschärfe durch Hypnose beeinflussen. Was man machen kann, ist, man kann in der Hypnose in gewisse Vorstellungen gehen. Und ja, es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass das Arbeiten mit gewissen Vorstellungen auch zu Botenstoffausschüttungen führen kann. So können Botenstoffe ausgeschüttet werden wie Dopamin, Serotonin, Endorphine, Oxytocin. Und ja, natürlich kann diese Botenstoffausschüttung auch einen positiven Effekt haben auf dich. Vielleicht kannst du dadurch gewisse Ängste lindern, gewisse innere mentale Blockaden ablegen. Und ja, vielleicht hat das auch einen positiven Effekt auf dein Immunsystem. Aber man kann nicht behaupten, wir machen jetzt eine Hypnose und dann ist irgendetwas Organisches weg. Oftmals ist es so, dass gewisse organische Themen durch Stress oder halt durch irgendeine seelische Belastung noch verstärkt werden. Nicht zuletzt auch in der Wahrnehmung, dass Schmerz zum Beispiel noch unerträglicher wird, wenn man seelisch belastet ist. Und da kann es natürlich unfassbar wirksam und schön sein, wenn man diesen Schmerz etwas reduzieren kann, indem man die seelische Belastung reduziert und dadurch nicht noch der Schmerz oder irgendein organisches Problem in der Wahrnehmung verschärft wird. Und ja, es ist so, dass man nachweisen kann, dass fürs Gehirn oftmals eine intensive Vorstellung fast so ist, als wenn das Gehirn das wirklich erlebt hätte. Du kennst das vielleicht auch, wenn du nachts träumst. Der Traum war bloß eine Vorstellung und dennoch kannst du schweißgebadet erwachen, eben weil dein Geist diesen Traum als wahr empfunden hat und dadurch auch dein Körper darauf reagiert hat. Man sieht es ja auch beim Placebo- und Nocebo-Effekt. Placebo bedeutet, dass du dir eine positive Wirkung zusprichst und du die auch feststellst. Nocebo bedeutet, du stellst dir eine negative Wirkung vor und stellst die dann so für dich fest. Und klar, Gedanken können auch dazu führen, dass du durch diese intensive Vorstellung Botenstoffe ausschüttest wie Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol und dadurch halt der Stress auch steigt und dieser Stress eine negative Auswirkung auf dich hat. Und deshalb kann Hypnose natürlich wirksam sein, wenn es darum geht, mit den Gedanken zu arbeiten. Alles, was irgendwie mit der Psyche vernetzt ist, wo die Psyche etwas verschlimmert, etwas verschärft, dort kann man diese Verschlimmerung, diese Verschärfung durch die Hypnose respektive Selbsthypnose auch wieder etwas reduzieren. Aber was Hypnose nicht kann, ist
irgendwie Autismus wegmachen, ADHS wegmachen, irgendeine Erkrankung einfach so wegmachen. Das sind klare Grenzen der Hypnose. Und auch etwas sei noch gesagt, wenn jemand nicht psychotherapeutisch arbeitet, respektive keine Heilerlaubnis hat, dann ist das Arbeiten mit Traumata, allein mit Hypnose, nicht das, was wir ethisch empfehlen, sondern man sollte dann Hypnose bloß in Begleitung einer konventionellen Therapie anleiten, wenn dann so. Was war für dich neu? Kommentiere es gerne mal unterhalb des Videos. Bin ich zu streng? Schreibe auch das gerne unterhalb des Videos. Ich bin der Meinung, es ist wichtig, eine klare Linie zu haben, auch einen ethischen Kodex ganz klar zu befolgen und den weiterzugeben. Und wenn dich das interessiert, dann schau dir auch hier die 5 Grundsätze einer Hypnose an. Auch das ist sehr, sehr spannend und geht genau in diese ethische Richtung.